Welche Möglichkeiten euch diese Dropdown-Menüs im Handelsverlauf geben, darauf möchte Patricia heute eingehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Handelsverlaufsvideos. Letztes Mal haben wir uns ja die einzelnen Spaltenüberschriften angeschaut und heute wollen wir uns mal die einzelnen Reiter hier oben ein bisschen genauer anschauen. Und bevor wir gleich einsteigen, noch der Hinweis, dass dieses Video von Lynx präsentiert wird. Ich bin Patricia von Börse und Co. einfach erklärt und wir sehen uns gleich wieder. So, dann fangen wir mal hier oben in dem Dateireiter an. Was können wir hier machen? Ihr habt hier die Möglichkeit, Berichte zu exportieren. Ihr könnt hier auswählen zwischen heutigem Bericht, Berichte vom Vortag oder aber die komplette Ansicht hier des Handelsverlaufs. Ihr müsst da allerdings bedenken, dass ihr immer nur bis maximal 7 Tage zurück praktisch die Trades angezeigt bekommt. Und entsprechend darauf bezieht sich dann auch dieser Dateiexport. Der Unterschied zwischen angezeigte Berichte exportieren und angezeigte Übersicht exportieren besteht im Dateiformat. Bei den angezeigten Berichten wird es euch in einem CSV-Format ausgegeben, das heißt, es ist in Excel importierbar. Und bei der angezeigten Übersicht bekommt ihr das dann als Textformat. Man hat hier auch noch die Möglichkeit zu drucken. Allerdings ist das nicht so eine Empfehlung, weil mir tatsächlich da öfter die TWS mal einfriert. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob ihr das Problem auch kennt, aber das scheint nicht ganz so gut zu funktionieren. Ist aber auch nicht ganz so notwendig, muss man ehrlicherweise sagen, weil ihr natürlich sowieso immer nach dem Handelstag euren Kontoauszug bekommt am Tag drauf. Wenn ihr am gleichen Tag noch sehen möchtet, was ihr gehandelt habt, könnt ihr auch eine Kontobestätigung euch anzeigen lassen. So, dann gehen wir hier mal weiter in in den Bearbeiten-Reiter. Da ist jetzt nicht so viel. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze in die Zwischenablage zu kopieren und dann zum Beispiel in euer Trading-Journal zu übertragen. Das könnt ihr aber auch genauso gut hier über die rechte Maustaste einfach machen, ne? Hier in die Zwischenablage kopieren. In dem Trades-Reiter hier oben habt ihr die Möglichkeit zu sortieren. Es ist so ein bisschen umständlich ausgedrückt, wie ich finde, aber erste Taste meint in dem Fall, wonach ihr zuerst sortieren möchtet. Ich habe hier mal das Finanzinstrument ausgewählt, aufsteigend, also alphabetisch. Die zweite Taste meint, wie soll innerhalb des Finanzinstruments dann sortiert werden. Ich habe jetzt hier die Uhrzeit genommen. Genau, die dritte Taste, also die dritte Sortierung, habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Das ist hier auch entsprechend nicht angemarkert sozusagen. Ich gehe hier mal auf Übernehmen und bei mir passiert dann natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil ich ja nur diesen einen Trade natürlich habe. Deswegen ist das Beispiel nicht allzu anschaulich, aber ihr könnt euch vorstellen, wie es funktioniert. Dann können wir uns hier einen Durchschnittskurs anzeigen lassen. Dafür müsst ihr dann 2 Trades auswählen. Zum Beispiel, wenn ihr viele Trades habt und möchtet dann mal einen Durchschnittskurs von Trade 3 und Trade 8 oder so, dann würdet ihr die beiden mit der Steuerungstaste markieren und bekommt dann einen Durchschnittskurs angezeigt. So, dann können wir hier noch alle ausklappen oder alle minimieren. Das ist natürlich dann auch sinnvoll, wenn man sehr viele Trades hier hat. Ansonsten kann man das genauso gut über dieses kleine Kreuzchen hier dann alles ausklappen. Ne? Nur wenn ihr dann natürlich viel habt, dann könnt ihr das einmal für alle komplett aus- oder einklappen entsprechend. Der Ansichtsreiter hier gibt euch die Möglichkeit, direkt auf die Startseite der Kontoverwaltung in die Kontoauszüge zu kommen, ohne dass ihr euch nochmal extra anmelden müsst. Das ist also der direkte Weg.
Das finde ich tatsächlich ganz praktisch an der Stelle. Über die Einstellungen hier oben habt ihr tatsächlich ziemlich viele Möglichkeiten. Fangen wir mal hier mit dem Layout an. So, das kann kein Mensch lesen, deswegen ziehen wir uns das hier mal größer. Ich würde euch ganz gerne mal das Beispiel hier der Orderreferenz zeigen. Also ihr habt hier die Möglichkeit, euch Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, je nachdem, was euch da interessiert. Ich finde diese Orderreferenz tatsächlich ziemlich praktisch. Ich hatte die hier auch schon mal markiert. Wir nehmen die mal. So, und ihr seht hier dann die Orderreferenz. Und ich zeige euch mal, wann das sinnvoll ist. Und zwar, wenn wir mal hier in die Portfolioansicht gehen. Wenn ihr über das Order-Ticket, und das funktioniert tatsächlich auch nur darüber, also nicht, wenn ihr über einen Option-Trader oder Chart-Trader geht, dann geht es nicht, aber wenn ihr hier über das Order-Ticket eine Order aufgebt, dann seht ihr hier Order-Referenz und an der Stelle könnt ihr manuell zum Beispiel Strategien eintragen. Also man könnte jetzt hier reinschreiben Short oder vielleicht Covered Call zum Beispiel, ne? Und das hilft euch dann in dem Handelsverlauf in der Übersichtlichkeit, weil ihr dann direkt erkennen könnt, welcher Trade gehört zu welcher Strategie. Ähm, Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr einen Hedge aufgesetzt habt, ne, könntet ihr das auch entsprechend so markieren. So, das finde ich tatsächlich eine ziemlich sinnvolle und gute Funktion. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich löse das jetzt mal hier nicht aus. Die Börse hat jetzt eh nicht auf. Deswegen, ich verwerfe das jetzt hier an der Stelle mal kurz. Aber so funktioniert das. Ihr seht dann entsprechend hier euren Kurzkommentar zur Referenz dann. Weiterhin habt ihr hier die Möglichkeit, die Präzision zu konfigurieren. Das heißt, weitere Dezimalen einstellen. Falls ihr das super präzise braucht, dann könntet ihr das hier tun. Na, das wird dann, wenn entsprechend weitere Dezimalstellen dann angezeigt. Weiterhin könnt ihr euch hier Trades hervorheben lassen. Wenn ihr neue Trades macht und die optisch hervorgehoben haben möchtet, dann könntet ihr das hier einstellen, entsprechend für wie viele Sekunden die dann aufblinken oder rot hinterlegt sind. Wir gehen jetzt nicht durch jedes einzelne durch, weil das den Rahmen des Videos doch ein bisschen sprengen würde. Aber was ich hier noch ganz interessant finde, ihr könnt euch hier ein Blinksignal einstellen bei jeder neuen Ausführung oder kein Blinksignal. Was ich nicht so empfehlen würde, wäre das Blinksignal, wenn das Transaktionsfenster geschlossen ist, weil es dann immer aufblinkt, wenn ihr die Trader Workstation schließt und wieder aufmacht, obwohl der Trade schon von heute Morgen ist zum Beispiel. Also ich persönlich finde das nicht so gut. Ich würde, wenn ihr das Blinksignal auswählt, eher empfehlen, bei jeder neuen Ausführung oder es eben komplett wegzulassen. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Ausflug in die TWS. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns mega, wenn ihr uns ein Abo dalasst, einen Daumen hoch und vielleicht sogar den Thanks-Button drückt, weil es dem kleinen Kanal hilft zu wachsen. In diesem Sinne, happy trading und bis zum nächsten Mal.